Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie die Startkomponente in einem neuen Workflow funktioniert. Wir sehen hier einen ganz neuen Workflow. Der Workflow ist noch leer und jeder leere Workflow hat aber immer diese Startkomponente. Ist also zum Start nicht ganz leer, sondern diese Startkomponente, die man jetzt hier sieht, ist immer zum Start auch eines jeden neuen Workflows da. Wofür ist diese Startkomponente gut? Diese Startkomponente hat im Grunde zwei Aufgaben. Ich kann dort draufklicken und dann kann ich hier im Fensterflow konfigurieren, meinen Workflow konfigurieren. Ich kann zum Beispiel die Daten, die ich initial eingestellt habe, wie den Namen beispielsweise oder die Beschreibung ändern. Ich kann den Workflow auch deaktivieren. Ja, das kann ich ganz kurz zeigen. Dann speichert der Workflow und dann ist der Workflow entsprechend inaktiv. Und ich kann hier Parameter hinzufügen. Das mache ich jetzt mal. Parameter sind sozusagen globale Variablen, die im Workflow entsprechend zur Verfügung stehen. Dann nehmen wir mal einen String, tippe einen Wert ein und speichere das Ganze. Und jetzt hat man schon gesehen, was passiert, nämlich die verfügbare Variable, die ich gerade als Parameter angelegt habe, steht jetzt hier im Flow zur Verfügung. Ja, das heißt, ich kann also meinem Flow initial Daten mitgeben. Das können Testdaten sein, das können Konfigurationseinstellungen sein, wie auch immer. Und über diese Variable, die jetzt hier an diesem Element angezeigt wird, kann ich auch dann in den weiteren Elementen darauf zugreifen. Das zeige ich dann in den nächsten Videos. Eine zweite wichtige Sache, die man machen kann in diesem dieser Startkomponente, ist einen Trigger hinzufügen. Man sieht jetzt hier, dass aktuell keine Trigger aktiviert sind. Das heißt, ich kann diesen Flow nur manuell starten. Manuell starten funktioniert, indem ich hier auf das kleine auf diesen kleinen Play-Button klicke oder hier unten im Clipboard entsprechend auf Ausführen. Ich kann aber natürlich einen Workflow grundsätzlich auch automatisiert starten, per Cronjob, also zeitbasiert oder eventbasiert oder aus einem anderen Workflow heraus und so weiter. Und dafür klicke ich hier auf Neu hinzufügen und bekomme dann hier eine Auswahl der verfügbaren Trigger angezeigt. Und nehmen wir mal hier den zeitgesteuerten Trigger, den kann ich einfach per Drag and Drop hinzufügen. Und dann kann ich den Trigger anklicken und hier entsprechend konfigurieren und zum Beispiel sagen, dieser Workflow soll einmal pro Stunde ausgeführt werden. Und jetzt ist entsprechend dieser Workflow richtig konfiguriert, würde jetzt einmal pro Stunde ausgeführt werden. Ich kann natürlich auch mehrere Trigger im gleichen Workflow hinzufügen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, dieser Workflow soll einmal pro Stunde ausgeführt werden oder immer, wenn ein bestimmtes Event entsprechend ausgelöst wird. Zum Beispiel, wenn ein Produkt angelegt wird, also beim Event Product Create. Das habe ich jetzt ausgewählt. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass jetzt hier weitere Variablen zur Verfügung stehen, die ich in meinem Workflow nutzen kann. Und zwar sind das die Variablen, die über mein Event bereitgestellt werden. Das heißt, das Event selbst bringt Content Payload mit, also Variablen. Und diese Variablen kann ich jetzt in meinem Workflow in folgenden Prozessen nutzen. Das passiert sowohl bei dem Event-basierten Trigger, das passiert aber auch zum Beispiel bei einem Preset-Hook-Trigger, den ich für Customizations brauche. Also wenn ich mich in einen Standardprozess in Central hinein hooken will, dann bringen auch diese Hooks selber wieder Variablen mit, die dann hier angezeigt werden und die ich entsprechend nutzen kann. So, das ist also die Startkomponente und wie ihr dann von hier aus weiterarbeitet und einen Workflow aufbaut, das zeige ich euch in den nächsten Videos.